wie man das ganze Voodoo uns interpretiert haben, heutzutage interpretiert hat mit der Kolonisation zu tun. Wie die Westen mit ihrem Krieg angefangen haben, welcher Aufstand die hatten gegen Voodoo, welche Schwierigkeiten die hatten und uns nicht leicht zu besiegen haben. Da sind die mit anderen Methoden gekommen und diese Methode ist Religion. Da haben die Missionäre hingeschickt und um zu zeigen, man hat uns gezeigt, dass unsere Kultur Satanismus ist, unsere Kultur nicht gut ist. Wir müssen damit aufhören und es ist nicht gut. Also Jesus ist da, was in der Bibel steht, ist das Beste. Das war auch nicht freiwillig. Wir sagen, nein, die kommen da und wer nicht das annimmt, wird getötet, wird gesehen, andere werden arm geschnitten, die werden gefoltert und mit Gewalt das zu akzeptieren. Und dabei haben die unsere Voodoos komplett alle, die Statuen alle mitgenommen. Und heute liegen die alle in ihrem Museum und überall, wo die damit Geld verdienen. Für mich ist Voodoo ist ein Schutz. Das ist was unsere Vorfahren benutzt haben. Das ist was, um ihre Familie zu schützen. Die waren so weit spirituell, um Familie zu heilen. Ja, in bestimmte Schwierigkeiten, bestimmte Krankheiten und haben die auch die Orakel Fa und Fa als Sprecher von alle Voodoo. Fa haben die nachgefragt. Fa sagt dir, was los ist, welche Voodoo was braucht. Und durch diese Spiritualität konnte die auch mit die damaligen Jäger auch die Tiere im Wald beobachten. Welches Tier isst, welches Gras und in welcher Umgebung. Löwen fressen auch Gras, wenn die krank sind. So sind wir auch mit der Naturheilmethode verbunden. Zusätzlich die Spiritualität, was die Geister auch die Leute beigebracht haben. Für welche Lösung braucht man dieses bestimmte Sachen zu tun. Wir haben auch erlebt, aber wir sind nicht initiiert. Ja, ich zum Beispiel habe ich nicht in diese Spiritualität, wo du Sachen, also Jugendliche, nichts gemacht. Davor hat mir meine Mutter geschützt. Ich habe viele Geschwister und ich bin ein einziger Junge. Und da bin ich als Gold. Wenn ich in die Spiritualität gehe, kann es sein, dass ich ein Voodoo-Priester irgendwo bleibe oder eine Assistenz von einem Voodoo-Priester und mein Leben wird anders. Mein Vater hat sein Bett in der Mitte gehabt. Man hat eine spirituelle Geschichte, wenn mit dem Rücken an dieser Mauer wird er über die Mauer gehen. Hat er uns nicht gegeben, hat er schon von uns auch gesagt, erzählt. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, wenn wir groß sind, wird er uns weiter übergeben, weil wenn er uns jetzt gibt, das ist gefährlich, wir werden auch damit in ein Schaufenster auch reingehen und irgendwelche Süßigkeiten und Diebstahl zu beginnen, hat er uns gleich selber gesagt. Ja, das braucht man nur, wenn man in Not ist. Das ist für was anderes gedacht, nicht zum Klauen. Ja, aber als wir bereit sind, das zu machen könnte, sind wir zu Christliche gekehrt, dummerweise. Zumindest ich. Bis mein Vater gestorben war, ich war noch in der Assemblée de Dieu. Jesus kommt. Das ist auch ein großer Fehler, den man später erkennt. Ja. Und solche Sachen kannst du von jemandem, es gibt schon, kann man machen, aber keiner kann dir bessere Sachen geben als dein Papa.